Ich bin Nadia, ich bin 20 und studiere Humanmedizin im ersten Jahr. Ich bin Jessica, ich bin 22 und ich studiere Zahnmedizin im zweiten Jahr. Ich bin direkt nach der Schule in Gimmer und nachher vom Gimmer direkt durch einen Numerus Clausus durch ins Medizinstudium gegangen. Ich habe das KV mit der BM in der Swisscom gemacht und dann habe ich die Passerelle dran gehängt und habe dann angefangen zu studieren. Ich könnte mir jetzt nicht das direkt vorstellen, wie du es gemacht hast. Dann wäre mir das gar nicht in den Sinn gekommen, weil es hat so kompliziert tönt. Da zuerst eine Lehre, dann Passerelle, dann verlierst du noch ein Jahr. Es tönt so nach mega viel, wenn du so jung bist. Ich kann es mir gut vorstellen, aber ich verstehe dich mega gut, weil der Gimmer halt wählen aus direkten Weg ist halt viel plausibler als noch ein Zwischenjahr zu machen. Also wir haben dann noch viel so gefragt, spinnst du verlierst ein Jahr und es ist viel anstrengender und es ist mega mühsam. Ich habe den Weg direkt mit dem Gimmer und weiteres Studium gewählt, weil für mich klar war, in der Oberstufe, es ist noch zu früh, jetzt eine Lehre anzufangen. Und ich wusste, dass ich studieren will. Also, ich habe gedacht, Swisscom ist mega cool. Und eine andere Lehre hat mir wie nicht gefallen. Und irgendwie der Gimmer war auch so. Und dann habe ich gedacht, ja, mit der BM, dass es wie gleich schulisch noch eine Herausforderung ist. Aber für mich war es ganz klar, dass ich studieren will. Und darum war es eigentlich schon von Anfang an klar, dass ich die Passerelle mache. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich direkt Gimmer und Uni gewählt habe, habe ich vielleicht weniger Berufserfahrung. Und wenn wir dann irgend so ein Praktikum machen oder so, finde ich das manchmal so eine kleine Herausforderung, denen da anzuleiten und zu sagen, ich will gerne ein Praktikum machen und so, was du sicher mit links machst im Vergleich. Du hast halt 4 Jahre Schule gehabt, ich habe es halt in einem gemacht, immer. Das ist halt vielleicht schon nochmal ein anderes Grundwissen oder wo vielleicht ein breiteres Spektrum ist. Ich habe mir durch den Gimmer eigentlich ein Netzwerk von vielen Studenten aufbauen, die aber alle etwas anderes studieren. In Swisscom gibt es so viele Leute, da hast du andere Lernende, dann hast du vielleicht mal, wenn du einen Dreh mit dem CEO hast, ist wirklich, du siehst das ganze Spektrum. Also das Netzwerk, das ich jetzt habe, das hat mir auch ganz praktisch etwas gebracht. Also ich hätte meinen Nebenjob schon nicht bekommen. Ich habe jetzt mein Netzwerk bis jetzt noch nicht gross brauchen, weil die alle noch am Studieren sind. Dafür ist es halt sehr vielseitig, sprich, wenn die fertig sind, habe ich dann in vielen Gebieten jemanden, den ich ansprechen könnte. Ich bewundere an dir, auch wenn es im Studium nicht immer gut ist gegangen, dass du gleich dran bleibst, weil es gibt so viel, was noch irgendwie herschmeißen. Ich bewundere an dir, dass du einen nicht so direkten Weg gewählt hast, den nicht jeder macht. Und die Passerelle auf dich genommen hast, die du das Jahr verlierst und die sehr streng war für dich mit dem ganzen Lernen und so. Also meinen Weg kann ich eigentlich auch fast allen empfehlen. Einfach, sie müssen halt ein bisschen fleissig sein. Dafür haben sie halt mehr Zeit, um sich zu entscheiden. Und ich denke, viele, die den Gimmer machen den Gimmer, weil sie noch nicht wissen, was sie dann machen wollen. Der grösste Vorteil an meinem Weg sehe ich sicher jetzt darin, dass ich wie einen Beruf habe. Und gleich, weil irgendwie, wenn mal etwas nicht klappen oder wenn ich mal etwas suche, ist es vielleicht einfacher, weil ich halt schon mal etwas gemacht habe. Mein Traum für die Zukunft ist, dass ich jetzt zuerst mal das Studium abschließen kann, einen harten Kampf. Und nachher würde ich eigentlich gerne die Praxis von meinen Eltern übernehmen. Irgendwann einen coolen Facharzt zu finden und zu machen. Und halt, weil ich gerne reise und viel bin gereist, würde ich mega gerne noch im Ausland arbeiten und dabei noch Leute helfen, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie wir sie halt hier haben. Oh, das ist eine coole Idee. Ich würde den jungen Leuten, die sich noch nicht entschieden haben, mit auf den Weg geben, wenn ihr euch vorstellen könnt, zu studieren und aber noch nicht wisst, was und vielleicht noch alles ein bisschen früh ist für eine Lehre, dann könnt ihr ja mal mit dem Gimmer anfangen. Und dann habt ihr sicher mal etwas in der Tasche, wo ihr dann alle Möglichkeiten offen habt. Was ich jungen Leuten auf den Weg geben würde, ist, geht sicher mal schnuppern, schauen, wie ist der Alltag bei jemandem, der eine Lehre macht. Fragen die Leute, die eine Lehre gemacht haben oder die Gimmer gemacht haben. Nein, aber auch wenn euch vielleicht der Weg interessiert, eine Lehre zu machen mit der Passerelle, macht es wie nicht nur, weil es vielleicht anstrengender ist oder so, weil es bringt auch seine Vorteile.